Hallo zusammen! Ist es für Sie als Unternehmer sinnvoll, eine Tochtergesellschaft zu gründen? Was kann sie überhaupt? Was kann sie nicht? Das alles bespreche ich heute mit Tetje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank für die Einladung, immer schön hier zu sein. Wann genau spricht man denn von einer Tochtergesellschaft? Ja, eine Tochtergesellschaft ist, wenn du an einer anderen Gesellschaft zu mehr als 50% beteiligt bist. Also, dass du sie quasi bestimmen kannst, ne? Gesellschaftsrechtlich. Okay, und was bringt mir dieses Mutter-Tochter-Konstrukt überhaupt? Ja, also das ist einmal die Trennung natürlich das Risiko vom operativen Geschäft. Das ist das eine. Und das andere ist auch, dass du für die Gewinnausschüttung, aber auch die verdeckten Gewinnausschüttung, nur 1,5% Steuern bezahlst und nicht 25%. Okay, und wie kann ich diese Ziele erreichen? Was für Wege gibt es dorthin? Ja, es gibt drei Möglichkeiten. Die eine ist natürlich ganz klar, du machst eine Bargründung, also gehst zum Notar, sagst, ich will eine GmbH haben, hier hast du 25.000 Euro. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, dass du deine eigenen Gesellschaftsanteile, also wir gehen jetzt davon aus, dass du auch eine 100%ige GmbH hältst und diese 100%, deine Anteile, die du hältst, die gibst du in eine andere GmbH als Sachgründung ein, dann wird deine eigene GmbH Tochtergesellschaft und die du neu gegründet hast, Muttergesellschaft. Oder aber, und das ist der dritte Weg und übrigens auch der interessanteste, steuerrechtlich, dass du deine aktuelle GmbH spaltest. Und aus dieser Spaltung heraus erzeugt deine GmbH eine eigene Tochtergesellschaft. Das ist der interessanteste Fall. Okay, und diesen dritten Fall ist wahrscheinlich, den würdest du wahrscheinlich auch eben empfehlen. Ja, also den empfehle ich sogar sehr viel, weil da hast du keine Sperrfrist von 7 Jahren. Also deine ganzen Anteile kannst du im Prinzip einen Tag später verkaufen für 1,5% Steuern. Das ist natürlich sehr interessant. Und das Zweite ist, dass dein Kaufpreis, dein Verkaufspreis sich erhöht. Da gibt es so eine Bewertung bei der Unternehmensbewertung, das nennt sich Tax Shield. Das wird also im Rahmen dieser Spaltung erzeugt und erhöht dadurch den Steuerwert von 30% deinen Unternehmenswert. Das ist das Interessante. Und das Dritte ist, du erzeugst gigantische Verlustvorträge. Also auch Leute, die ihre Firma nicht verkaufen wollen, die sind dann meistens die nächsten 7 bis 13 Jahren laufen die steuerfrei. Dann ist ja der dritte Weg der optimale mit den meisten Vorteilen. Warum macht das dann nicht jeder? Ja, das macht nicht jeder aus wirtschaftlichen Erwägungen. Die Projektierungskosten sind sehr hoch. Du brauchst ein entsprechendes Steuersparnispotenzial. Und am liebsten habe ich das natürlich, dass das Return on Investment innerhalb von einem Jahr passiert. Also dann haben wir natürlich so ein Verhältnis Projektierungskosten und das 6-, 7-, 8-fache, 10-fache an Steuersparnispotenzial. Natürlich verteilt auf die nächsten Jahre. Aber so kommt es dann, dass du innerhalb von einem Jahr die Projektierungskosten wieder rein hast. Das ist der Grund, die wirtschaftliche Erwägung, ja. Da kann man zusammenfassend sagen, eine Tochtergesellschaft lohnt sich für wen? Ja, eine Tochtergesellschaft lohnt sich für die Leute, die ihre Firma möglicherweise verkaufen wollen, nur 1,5% Steuern bezahlen möchten und das sofort. Das ist ja eine Lösung, die ich anbiete. Oder eben, dass sie einfach nur einen riesen Steuereffekt haben wollen, also einen Verlustvortrag für die nächsten 7 bis 13 Jahre ihrer Gewinne. Alles möglich. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.